Ich bin mir ziemlich sicher, dass im Klettersport Dinge, die nicht auf der Dopingliste stehen, die aber jetzt im Allgemeinen auch als leistungssteigernd gelten, dass mit den Dingen experimentiert wird. Das sagt Sportwissenschaftler Patrick Matros. Auch Adam Ondra ist überzeugt, dass geschummelt wird. It would be naive to think that doping will never ever arrive in climbing, but I honestly really don't think it will ever be as bad as in cycling, for example. Patrick als auch Adam äußerten in unseren Gesprächen Bedenken. Entspannter hingegen sieht es Urs Stöcker. Im Klettern ist noch eine Welt. Ich hoffe, dass wir die noch sehr, sehr lange bewahren können, weil das ist einer unserer Werte und die dürfen wir auf keinen Fall irgendwas unterordnen. Weder 5 Ringen noch sonstigen großen Sponsoren. Wir haben im Verlauf der Gespräche gemerkt, dass das Thema komplex ist und die Frage, ob wir ein Dopingproblem in unserem Sport haben, nicht so einfach beantwortet werden kann. Es wird spannend in der heutigen Sendung. Wie immer starten wir mit den Kurznews. Die heutige Sendung wird präsentiert von Petzl. James Pearson wiederholt 29 Dots. Der Triathlon-Spezialist James Pearson sichert sich die zweite Wiederholung von 29 Dots. So richtig freuen kann er sich ob seiner Begehung des Mega-Highballs von Bernd Zangerl im Valle dell'Orco aber nicht, denn sein Durchstieg verläuft alles andere als optimal. Mit tauben Fingern und gepumpten Armen kämpft er sich zum Top. Ich kam oben an und schämte mich dafür, meine Familie unten in so eine schreckliche Situation gebracht zu haben, so Pearson. Michi Wohlleben mit Bodhicitta on Tour. Ab heute ist das Alpenfilmfestival in Deutschland auf Tour. Mit im Gepäck 5 Filme über Menschen, die über Grenzen und Gebirge gehen, darunter Bodhicitta mit Michi Wohlleben. Im Herbst 2022 konnte der deutsche Bergführer und Profikletterer seine Erstbegehung an der Dreifaltigkeit im Alpsteinmassiv freiklettern. 2 Sommer lang ist Michi Wohlleben immer wieder zur westlichen Dreifaltigkeit gepilgert, um Bodhicitta-Rotpunkt zu klettern. Aidan Roberts eröffnet 2 potenzielle 9a-Boulder. Der britische Boulderspezialist Aidan Roberts konnte gleich 2 seiner Langzeitprojekte klettern. Das Helvellyn Project in Lake District sowie das Midnight Project in Cheronico im Tessin. Beide Linien werden als potenzielle 9a-Boulder gehandelt. Aidan Roberts selbst hat sich noch nicht zum Schwierigkeitsgrad geäußert, doch die Tatsache, dass er im Vergleich zu bestätigten 9a-Bouldern wie Al Fein sehr viel Zeit in seine jüngsten Erstbegehungen investierte, deutet darauf hin, dass es sich um absolute High-End-Boulder handeln muss. Letzte Chancen für Olympia. Janja Garnbret hat an den ersten beiden IFSC World Cups des Jahres 2024 mit aller Deutlichkeit unterstrichen, dass sie die Top-Anwärterin auf Olympiagold ist. Die Slowenin stand an beiden Events in China zuoberst auf dem Treppchen. Wer die beiden Wettkämpfe aufmerksam mitverfolgt hat, dürfte so manchen Topshot vergeblich in der Startliste gesucht haben. Dies hat damit zu tun, dass bald die beiden olympischen Qualifier-Events anstehen und viele Athletinnen und Athleten ihre Vorbereitung voll darauf auslegen. Shanghai und Budapest sind für Größen wie Brooke Rabatu, Adam Ondra oder Alex Megos die letzte Chance, sich ein Olympiaticket zu ergattern. Olympia-Quali, das ist ein gutes Stichwort aus den Kurznews. Hanne, du hast eine Zusammenstellung gemacht, wer sich jetzt schon ein Ticket gesichert hat und wer so die potenziellen Anwärter sind, die sich noch so eins holen werden. Das stimmt, es ist ein bisschen eine komplexere Geschichte. Zu den Glücklichen zählen auf jeden Fall schon Janja Garnbret, Jakob Schubert und Tomoa Narasaki. Die haben sich bei der WM in Bern schon ein Ticket sichern können. Insgesamt sind schon 30 der 68 Tickets vergeben. Jetzt gibt es noch übrige Tickets, sozusagen 30, die an Events noch gewonnen werden können. Wo können sich denn diese Athletinnen und Athleten jetzt noch eins ergattern? Die nächste Gelegenheit bietet sich bei den Olympic Qualifier Events, einmal in Shanghai im Mai und dann in Budapest im Juni. Und was denkst du jetzt, Hanne, du hast das ein bisschen analysiert im Vorfeld der Sendung. Was sind so die Favoritinnen und Favoriten, die sich jetzt so ein Ticket noch holen? Hochmotiviert sind auf jeden Fall alle. Adam Ondra, Alex Megos, Yannick Flohé und Laura Rogora sind so die ersten Namen, die einem in den Kopf kommen. Aber in letzter Zeit gab es ein paar neue Rising Stars, sage ich jetzt mal, die denen einfach die Plätze streitig machen. Und da sehe ich unter anderem Chayon Seo oder der Franzose Mehdi Schalk. Es wird also spannend. Wir fassen für euch zusammen, was so unsere Tipps sind, wer sich noch so ein Ticket dann holen wird für Olympia. Da wäre zum Beispiel der Alex Megos, denn er besetzt zurzeit den 2. Platz beim Lead World Ranking. Yannick Flohé, er hat sich in letzter Zeit zu seiner absoluten Bestform geklettert. Adam Ondra, the greatest of all times, kann man sagen, obwohl er bei Olympia, da ist irgendwie ein bisschen so der Wurm drin.
Brooke Raboutou, denn sie ist einfach ein absolutes Bewegungstalent. Dann Laura Rogora, die Italienerin mit ihrer endlosen Ausdauer und Crimp Power. Meschki Schalk als Boulderer der neuen Generation. Hannes van Duysen, der ist in letzter Zeit immer mal wieder aufgefallen. Und schließlich Cheon Seo, sie hat beim ersten Lead World Cup mit Bronze bewiesen, dass sie bereit ist. Was ist eure Meinung? Was denkt ihr so? Wer holt sich noch eines dieser begehrten Olympiatickets? Schreibt es in die Kommentare. Kommen wir aber zum Hauptthema der heutigen Sendung. Unser Sport ist vielleicht nicht so sauber, wie wir denken. So ist es. Wir waren letztes Jahr, gingen wir dem Thema Essstörungen an der WM in Bern nach und da hat ein Interviewpartner plötzlich gesagt, hey, Red S, das Thema Essstörung ist nicht so ein Riesenproblem, da gibt es viel Größeres, nämlich das Thema Doping im Klettersport. Ja, aber Red S ist ja schon wirklich ernstzunehmendes Thema. Das ist so, die Person hat auch relativiert, sie hat gesagt, ja, Red S ist schon ein Problem, aber eben leistungssteigernde Substanzen und Doping im Klettersport, das sei noch viel krasser. Oh, krass. Was zum Beispiel? Erzähl doch mal. Mal ein bisschen Kreatin reinschmeißen, davon habe ich ja auch schon gehört, damit man ein bisschen stärker wird. Da war aber plötzlich dann die Rede von Medikamenten, die den Herzschlag reduzieren, damit man ein bisschen beruhigter an den Start geht, oder ein bisschen Ritalin, damit man fokussierter ist, oder mal ein bisschen Cortison reinspritzen in die Finger, damit man auch ordentlich crimpen kann. Da werden also Medikamente und Substanzen eingeworfen. Nun, dieses Gespräch vom letzten Jahr war der Auslöser, dem Thema nachzugehen. Leider war die Person, die das Ganze angestoßen hat, nicht mehr bereit, sich öffentlich zu äußern. Genau, wir haben aber natürlich unsere heutigen Interviewpartner trotzdem mit den damaligen Aussagen konfrontiert. Die Sorge um die Verwendung von leistungsfördernden Substanzen, die die Person damals geäußert hat, die teilt Patrick Matrus, wie wir eingangs gehört haben. Dass der Hang, seine Leistung zu steigern durch die Einnahme von Ergänzungsmitteln, nenne ich es jetzt mal, groß ist im Leistungssport, das ist für mich klar. Und ich glaube auch, dass damit viel experimentiert wird. Wichtig ist, bevor wir ins Detail gehen, die Unterscheidung zwischen Doping und leistungsfördernden Mitteln. Die Dopingliste und die ganzen Verfahren, die sind klar abgegrenzt. Doping is taking substances that are illegal. So fassen es Urs Stöcker und Adam Ondra zusammen. Wirklich im Doping vom eigentlichen Sinne. Sprechen kann man nur bei Substanzen, die auf der Liste stehen. Auf die wird getestet und die sind dann eben auch illegal. Alle anderen Substanzen, die auch die Leistung steigern können, können in dem Sinne nicht als Doping bezeichnet werden. Heißt im Umkehrschluss, alles, was nicht auf der Liste steht, ist okay? Having substances that are enhancing performances but are not on the doping list is fine, and it's completely reasonable that every athlete are seeking their own way to be as good as possible. Das klingt jetzt etwas so, als würde sich Adam Ondra irgendwelche Mittel reinwerfen, um seine Leistung zu steigern. Ja, das stimmt, das ist, weil wir jetzt so diese Aussage in dem Zusammenhang verwendet haben. Das hat er aber nicht gemeint. Er hat jetzt in Bezug auf die Ernährung gesprochen, nicht in Bezug auf Dinge wie Ritalin oder die anderen Medisubstanzen. Dass bei der Ernährung optimiert wird, das ist ja völlig in Ordnung. Wer so eine hohe Belastung hat, der hat einfach ein bisschen einen höheren Bedarf an Nährstoffen. Aber jetzt nochmal zur Kernfrage. Haben wir ein Dopingproblem im Klettersport? Ja, in den Gesprächen hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, dass unser Sport mit den klassischen Dopingsubstanzen, die auf der Liste stehen, eigentlich kein Problem hat. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Dass Klettern nicht so einfältig ist wie andere Sportarten. Das ist ein ganz schöner Diss. Das Coole am Klettern ist, dass es so komplex ist. Weil es nicht wie Radfahren oder andere simple Sportarten, wo man einfach sagen kann, okay, du brauchst einfach einen krassen Motor und Technik ist nicht so entscheidend. Und wenn der Motor dementsprechend so dominant ist, kann ich den auch viel besser dopen. Ähnlich drückt es auch Adam Ondra aus. Er sagt, beim Klettern seien mega viele Energiesysteme involviert. Da ist die Rede von Maximalkraft, Kraftausdauer und so weiter. Und beim Klettern spielt Technik eine übergeordnete Rolle. The sports where the technique plays the least role, like, I don't know, cycling, is facing the biggest issues with the doping. Whereas, I don't know, maybe ice hockey and football, for sure, you need to be really, really fit. But the technique is possibly even more important. And I really believe that climbing is more on this side of the spectrum. Unsere Hauptfrage, ob Klettern ein Problem mit Doping hat, die kann man eigentlich verneinen. Da waren sich eigentlich alle einig.
Zumindest im Wettkampfsport, denn dort wird strikt getestet. Aber am Fels schaut es vielleicht anders aus. Dazu gleich mehr nach einer kurzen Unterbrechung und einem Hinweis auf ein paar Kletter-Highlights aus dem Hause La Sportiva. La Sportiva lanciert eine ganze Palette an No-Edge-Kletterschuhen. Der Mandala ist das neueste Mitglied der No-Edge-Linie und steht für Präzision. Der Futura ist das vielfältigste Modell und eignet sich für den Fels als auch für die Halle. Der Manta ist aufs Indoor-Klettern ausgerichtet und bietet eine unvergleichliche Performance. Das letzte Mitglied der No-Edge-Familie ist der Genius, der mit seinem Schnürsystem den meisten Support bietet. Die neuen No-Edge-Modelle von La Sportiva sind ab sofort im Fachhandel erhältlich. Vor der Pause haben wir resümiert, dass im Wettkampfsport eigentlich kaum gedopt wird, weil die Tests viel zu strikt sind. Beim Outdoor-Klettern hingegen, da fehlen die Kontrollen komplett. Und so äußert Adam Ondra gewisse Befürchtungen, dass in Zukunft gemogelt werden könnte. Like what will happen actually in 20 years or 30 years with the outdoor climbing, where there are no doping controls? And if like the first 10A or 10B will be climbed under like completely illegal doping substance, it's like, that's something that worries me more, I think. If climbing gets really big in a couple of years, then we might see that this is happening, but we might never really know. Beim Outdoor-Klettern kann also durchaus gedopt werden. Ondra meint, er könnte sich auch vorstellen, dass in Zukunft neue Substanzen auftauchen, die dann vielleicht beim Klettern doch helfen. Abgesehen von diesen offiziellen Dopingsubstanzen gibt es noch eine ganz andere Spielwiese, nämlich diejenige der Leistungssubstanzen, leistungssteigernden Substanzen, die nicht auf der Liste stehen, aber trotzdem eine Wirkung zeigen. Das sind natürlich Diuretika, ne, die du nehmen kannst. Also Mittel, die entwässern. Dann hast du halt, was weiß ich, in der Route 3 Versuche bis 3 Kilo leichter. Und wir wissen alle, dass das Zünglein an der Waage sein kann. Also Entwässerungs- und Abführmittel? Wie soll das denn helfen? Dann ist man ja nicht mehr leistungsfähig. Das Klettern, wissen wir alle, brauchst du jetzt nicht unbedingt volle Energiespeicher im ganzen Körper. Also die Glykogenreserven in der Leber und in den Oberschenkeln sind jetzt nicht so wichtig, um eine schwere Tour zu machen. Du hast halt 2, 3 Versuche, dann ist Ende. Dann ist dein Blutzuckerspiegel im Keller und dann muss dich jemand nach Hause tragen. Ich denke, das ist das Thema beim Klettern, was am meisten wirkt und was, denke ich, auch schon zum Teil praktiziert wird. Ja, wunderbar, da muss sich jemand nach Hause tragen. Das klingt ja schon ziemlich bizarr, solche Substanzen einzunehmen. Also der Jakob Schubert kommt mal in den Sinn. Wir wollen ihm ja nichts unterstellen und können wir auch nicht, weil seine Begehung, die wurde live übertragen von BIG und der konnte noch auf den Beinen stehen, ohne dass ihn da jemand weggetragen hat. Also der hat seine Begehung, glaube ich, ziemlich sicher ohne diese Kur gemacht. Ja, also diese Begehung war auf jeden Fall ziemlich sicher clean. Abführmittel, Appetithämmer, Medikamente zur Reduktion des Herzschlags, da kommt man ganz schön schnell in Teufels Küche, denn mit diesen Substanzen ist absolut nicht zu spaßen. Da stellt sich mir die Frage, lohnt sich das überhaupt? Ja, da steckt natürlich die Frage dahinter, wie viel Geld im Sport drinsteckt. Ich glaube auch nicht, dass so viel Geld im Klettersport drin ist. Wirklich nicht. Also verglichen zu anderen Sportarten sind wir noch extrem weit davon entfernt und haben auch nicht so dieses Konkurrenzbewusstsein. Noch nicht, aber unser Sport entwickelt sich rasant. There will be more situations like this in the future, that the athletes will be under pressure of like the federations and the coaches, because there's just simply much more money involved, and there will be probably much more money involved, which ultimately, when we are talking about the doping, is definitely a danger that, as climbing was really small 20 years ago, there was no danger of doping, I would say, because doping is quite expensive, and if there is no money in the sport, like why would you get the doping? Auch wenn sich unser Sport professionalisiert hat und auch jetzt olympisch ist, also er war schon in Tokio und jetzt wieder in Paris, so ist der finanzielle Anreiz einfach noch nicht stark genug. Patrick Matros hat im Gespräch gemeint, dass es jedoch ganz andere Möglichkeiten gibt, sich einen Vorteil zu erschleichen. Ich frage mich immer so ein bisschen bei dieser ganzen Geschichte, wie das Thema Informationsaustausch oder Umgang mit Informationen gehandhabt wird. Also sprich, es werden Probleme designt, Bewegungs- Lead-Probleme, Speed nehmen wir da mal raus. Ist es da möglich, Informationen zu bekommen über
Wege, die ich nicht kenne? Das frage ich mich immer wieder. Ja? Wie genau wird darauf geschaut, dass da keine Informationen nach außen gehen? Information ist also das Doping des Gletschersports. Sind also die Routenbauer und Routenbauerinnen wieder die Bösen? Ich glaube, dass die noch am integersten sind in dem ganzen System. Ja? Weil es ist natürlich naheliegend zu sagen, ja, die Routenbauer haben was nach außen gebracht. Aber es ist natürlich extrem riskant, auch für den Routenbauer. Ich meine, das ist sein Job, das geht in die Medien, der ist ruiniert. Ja, die Möglichkeiten, die sind vielfältig. Wenn ich so an die Wettkämpfe zurückblicke, wo ich vor Ort war, da kann man schnell mal irgendwie als Funktionär oder mit einer speziellen Zutrittsberichtigung mal durch den Vorhang nebendurch schauen, Foto knipsen vielleicht oder auch eine Kamera installieren. Wobei, Remo, das muss man jetzt schon sagen, wenn dann rauskommt, dass ein ganzer Verband bescheißt, das wäre auf jeden Fall richtig krass. Ja, das stimmt auch wieder. Das ist auch wieder das Risiko, dass man erwischt wird und wie beim Doping eigentlich auch. Und so sind wir wieder bei der Aussage von Urs Stöcker eingangs der Sendung. Klettern ist noch heile Welt. Ich hoffe, dass wir die noch sehr, sehr lange bewahren können. Das hoffen wir auch und damit leiten wir zu einem Event-Hinweis über, der zum Stichwort heile Welt passt. Welcome to the Franken Euro. Give me something, something good. I get wasted on the thought of you. Head is spinning, I can't. Es geht um das Franken-Jura-Kletterfestival von Petzl. Hey Remo, du und Chris, ihr wart doch letztes Jahr auch dabei. Oh ja, und es war der Oberhammer und das sage ich jetzt echt nicht, weil Petzl unser Hauptsponsor der Sendung ist, nee, aber die Location mit dem Naturbad, dann die Stimmung vor Ort mit all den Leuten, die Workshops, Konzerte am Abend und dann die Kletterspots, die man zu Fuß oder mit dem Shuttle erreicht, das war einfach so, ja, die beste Kombo, die man sich so vorstellen kann. Und was steht dieses Jahr so auf dem Plan? Tell me more. Die Highlights des diesjährigen Kletterfestivals, das haben wir natürlich den Nils Beste von Petzl Deutschland gefragt, der organisiert das ganze Festival und verrät uns das. Wir haben 3 Abende, Donnerstag, Freitag und Samstagabend, wo es große Abendvorträge gibt. Der Samstagabend ist, würde ich sagen, der Partyabend. Da gibt es dann einen großen Vortrag vom Alex Huber. Anschließend spielt erst eine Band, eine ziemlich coole so, in die Richtung Reggae, Ska, würde ich sagen. Anschließend kommt ein ziemlich abgefahrenes DJ-Duo. Es gibt noch ein weiteres Highlight, auf das ich mich ganz persönlich sehr, sehr freue. Nämlich wird beim Naturbad dieses Jahr eine Deepwater Solowand installiert, an der ein Spaßwettkampf stattfinden wird. Vor Ort sind auch zahlreiche Profikletterinnen und Profikletterer. Nils, besteht denn die Chance, dass man so einen Megos mal beim Kaffeetrinken erwischt? Das mit dem Alex Megos könnte sich tatsächlich ausgehen. Klar, Alex ist natürlich nicht unser einziger Athlet. Also es wird Nico Favresse mit einem großen Vortrag da sein. Ich hoffe, er bringt Siebe und Sean Villanueva auch mit. Die haben ja gerade die Riders on the Storm freigeklettert. Das wird ein Vortrag sein zu dem Thema. Dann haben wir Nazim Eschki eingeladen, die über ihren Werdegang als Klettererin im Iran spricht. Martina Demmel als deutsche Meisterin ist sicher auch ein Highlight. Martina wird einige Workshops halten. Und da wären noch die Athletinnen und Athleten von den anderen Brands, die ebenfalls am Festival teilnehmen und präsent sind. Alle Infos zum Event findet ihr auf kletterfestival.com. Tickets müsst ihr keine kaufen oder reservieren. Für die Workshops allerdings müsst ihr euch anmelden. Und das lieber heute als morgen. Viele der Plätze sind schon vergeben. Wir haben für einen Workshop am Sonntag, den 2. Juni, 2 Tickets zu verlosen. Im Package dabei ist die Gratisteilnahme am gesamten Festival inklusive Übernachtung und aller Vorträge. Wichtig bei diesem Workshop handelt es sich nicht einfach um einen klassischen Tipps- und Tricks-Tag, sondern ihr verbringt einen Tag am Fels mit der Kletterlegende Alexander Huber. Nicht schlecht, oder? Mega! Wenn du also diese Festival-Tickets gewinnen möchtest, dann musst du den 6. OER A-Grad beherrschen, unseren Kanal abonnieren und in die Kommentare schreiben, wen du gern mitnehmen möchtest. Ich hoffe, es kommen ganz viele von euch ans Franken-Jura-Kletterfestival von Petzl. Der Christian hinter der Kamera und ich werden sicherlich vor Ort sein. Hanna, wie sieht es bei dir aus? Leider bin ich an dem Wochenende schon verplant. Schade, aber da hat es wenigstens ein bisschen mehr Bier für Christian und mich. Apropos Bier, es hat mega gutes Wetter. Wollen wir nicht einfach rausgehen? Hanna, das klingt nach einem guten Plan und deshalb ist leider jetzt Schluss mit der heutigen Sendung. Außer, stimmt, wir haben noch die obligate Verlosung, nämlich Bächli Bergsport stellt wieder ein Produkt zur Verfügung.
Zu gewinnen gibt es das Gin Access Express Set von Petzl. Was müsst ihr tun, um teilzunehmen? Einmal abonniert den Kanal und dann schreibt in die Kommentare, mit welchen Substanzen ihr eure Kletterperformance verbessert. Da bin ich gespannt. Das war's jetzt von der heutigen Sendung. Wie immer abonniert den Kanal und gebt uns einen Daumen hoch, falls euch die Sendung gefallen hat.